Elvis Memphis, so heißt die ganz neue Veröffentlichung, die es jetzt in wenigen Tagen, Wochen geben wird. Am 9. August ist der offizielle Erscheinungstermin von Elvis Memphis, einem 5-CD-Boxset sowie einem Doppel-LP-Set, wo ja alle Aufnahmen, die Elvis in Memphis gemacht hat, porträtiert werden. Wirklich alle. Und gleichzeitig wird auch mit dieser Box ein Jubiläum neu gefeiert. 50 Jahre Elvis recorded live on stage in Memphis. Wir wagen einen Rückblick ins Jahr 74. Wir wagen einen Ausblick, was uns erwarten wird am 9. August. Und wir versuchen das Ganze ein bisschen einzuordnen. Elvis Memphis. Viel Spaß! Elvis Presley. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Ich bin euch noch die Auflösung der letzten Frage der Woche schuldig. Die liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück, denn beim letzten Video, das war ja ein Reaction-Video, da habe ich keine Frage der Woche gestellt, deshalb müssen wir ein bisschen zurückkramen. Ich hatte gefragt, wie viele Takes nahm Elvis Presley von That's Alright Mama auf, bis der Song fertig im Kasten war. Ja, und der Gewinner war wieder einmal, ist nicht das erste Mal, Steve Grayson. Er hatte recht mit den 4 Master-Takes, davon 2 vollständig und 2 ganz kurze wurden nach wenigen Takten, der erste sogar nach einem Takt schon abgebrochen. Ja, das ist die richtige Lösung. Herzlichen Glückwunsch an Steve Grayson. Ja, und jetzt kommen wir zum heutigen Video und zwar, wie gesagt, Elvis Memphis. Wir bekommen eine neue Box am 9. August und wir können gespannt sein. Porträtiert werden also die Aufnahmen von Elvis, die er in Memphis gemacht hat. Das beginnt mit der Sun-Zeit, geht dann weiter über die Zeit von 1969 in den American Sound Studios, geht dann bis zum Live-Konzert am 20. März 1974 im Mid-South Coliseum in Memphis, Tennessee, bis zu den sogenannten Jungle Room Sessions in Graceland im Februar bzw. Oktober 1976. Also alles, was Elvis in Memphis aufgenommen hat, wird porträtiert. Alles? Nein. Es fehlen natürlich Songs, denn man hätte vielleicht das Boxset komplett voll machen können, aber warum auch immer hat man sich dagegen entschieden. Es ist eine Auswahl, es ist nicht vollständig. Was wir aber vollständig bekommen, ist das Konzert vom 20. März 1974, das Elvis im Mid-South Coliseum in Memphis aufgenommen hatte, erschienen damals am 8. Juli 1974 und es ist jetzt 50 Jahre, gut 50 Jahre her, ein paar Tage sind wir drüber. Es lohnt sich ein bisschen mal in dieses Konzert hineinzuschauen und auch zu schauen, welchen Stellenwert nimmt es innerhalb dieses neuen Boxsets ein. Ja, fangen wir zunächst mal mit den Veröffentlichungen an. Hier haben wir die Original-LP, so wie sie also am 8. Juli 1974 erschien. Wir hatten hier eine gekürzte Version bekommen von diesem Konzert am 20. März im Mid-South Coliseum in Memphis. Eine gekürzte Version, man hat die Songs weggelassen, denn für eine LP reichte der Platz nicht. Elvis trat ja etwa 60 Minuten auf, sodass man also das Konzert kürzte und hier für die LP sozusagen eine abgespeckte Version veröffentlichte. Hinzu kam aber noch, dass man nicht nur das Konzert gekürzt hat, sondern dass man auch noch künstlichen Applaus hinzugefügt hat, wobei ich mir dann nicht sicher bin, ob das wirklich ein künstlicher Applaus ist, denn im Booklet zur späteren Veröffentlichung können wir lesen, ich komme gleich darauf zu sprechen, dass hier sehr viele Mikrofone auch im Mid-South Coliseum aufgestellt wurden. Man wollte also diese Live-Atmosphäre so gut wie möglich einfangen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich künstlich hinzugemischt ist, aber ihr könnt natürlich in die Kommentare, wer hier genauere Infos hat, kann das gerne reinschreiben. Für mich geht es aus dem Booklet nicht hervor. Es könnte auch sein, dass das einfach nur eine Abmischung mit mehr Geräuschen aus dem Zuschauerraum ist im Mid-South Coliseum. Ja, warum man die aber dann bei der späteren Veröffentlichung weggelassen hat, ergibt irgendwie auch keinen Sinn. Also hier sind einige Rätselfragen offen, was dieses Konzert und seine Aufnahme vor allem betrifft. Ja, und im Jahr 2014 bekamen wir also diese fantastische 4-LP-Set. Ich darf es mal kurz aufmachen. Mit einem Booklet. Das Booklet muss ich mal rausnehmen.
mit einem Booklet hier drin. Und ich klappe es mal komplett auf, damit ihr das mal seht. Boah, riesig, riesig, riesig. Ich halte es mal hoch, damit es mal jeder sieht. Wir haben also hier sehr schön die Tourdaten von Elvis drin. Wir haben Sold Out, die Konzerte 70, 71, 72, 73, 74. Hier Elvis on RCA Records and Tapes. Und was haben wir denn? Ich werde euch fragen, wieso 4 LPs? Naja, ganz einfach. Wir bekommen nämlich nicht nur die Show vom 20. März, sondern wir bekommen zusätzlich auch noch die Show vom 18. März 74, die Elvis in Richmond in Virginia gegeben hat. Und diese wurde sozusagen als Probelauf mitgeschnitten und wurde auch nur in Mono aufgenommen. Warum auch immer. Also wir bekommen dieses Konzert in sehr guter Tonqualität, aber eben in Mono. Und die Titel decken sich fast 1:1 mit dem Konzert, das dann tatsächlich veröffentlicht wurde aus dem Mid-South Coliseum. Ja, schauen wir mal ins Booklet rein. Wir haben hier hinten drauf die Boxen, in denen die Tonbänder aufbewahrt wurden, in denen man die Show aufgenommen hat. Und wir haben hier zahlreiche schöne Bilder drin. Ich habe euch einige mal abfotografiert, blende sie jetzt gerade ein zum Video dazu. Ja, und jetzt ist das Besondere an dieser Veröffentlichung, dass wir also jetzt das Konzert tatsächlich bekommen, ohne diesen aufgepeppten Applaus. Künstlich oder nicht künstlich, wie gesagt, ich bin mir da nicht wirklich sicher. Das bekommen wir und das ungeschnittene Konzert beinhaltet natürlich auch Songs, logischerweise, die wir auf der ersten LP nicht bekommen haben. So hat man beispielsweise eine, wie ich finde, exzellente Fassung vom Steamroller Blues weggelassen, man hat Suspicious Minds weggelassen, Songs, die eben fehlen. Aber ja gut, dafür bekommen wir sie ja jetzt eben auf dieser 4 LP-Box, die im Jahr 2014 erschien, und wir bekommen sie auch in dieser Box, die jetzt am 9. August 2024 erscheinen wird, Elvis Memphis. Damit ihr ein bisschen einen Eindruck bekommt von dem Sound, was wirklich der Unterschied ist, der Originalveröffentlichung und der puren Veröffentlichung, sage ich jetzt mal, ohne diesen lauter gemischten Applaus. Hören wir uns mal ein Beispiel an. Zunächst mal CC Rider. Ich habe mal die Schlussphase hinein, wo man sehr schön merkt, wo dieser zusätzliche Applaus oder diese Publikumsgeräusche eingeblendet werden. Man hört das sehr gut. Hört mal rein. Ja, und im Vergleich dazu hier das Original. Was heißt das Original? Also ohne diesen künstlich, ich vermeide jetzt mal das Wort künstlich, ohne diesen lauteren Publikumsapplaus. Wir hören rein. Und so kam es dazu, dass also tatsächlich jetzt auch dieses Album, das schon mal von einem namhaften Kritiker als das überflüssigste von Elvis' Karriere bezeichnet wurde, dem schließe ich mich überhaupt nicht an, werde später beim Fazit noch darauf zu sprechen kommen. Jetzt ist es so, dass wir hier auch noch einen Grammy-Song auf diesem Album haben. Ja, Elvis bekam ja einen Grammy für die Live-Version von How Great Thou Art. Und auch hier mal im Vergleich dazu die Originalfassung, wie sie 74 veröffentlicht wurde, die auch den Grammy bekam, und die Fassung mit diesem normalen Applaus oder ohne diesen hinzugemischten lauteren Applaus. Wir hören rein. Ja, und jetzt werdet ihr fragen, ja, wie klingt denn das Ganze auf der Box Memphis? Die ist natürlich noch nicht erschienen, ganz klar, aber vorab wurden bereits 3 Songs ausgekoppelt, die man jetzt schon streamen und sich anhören kann. Das war In the Ghetto und das war... Richtig, Pork Salad Annie aus dem Konzert im Mid-South Coliseum. Und wir vergleichen jetzt mal die Fassung von 2014, denn auf der Originalfassung war Pork Salad Annie ja gar nicht drauf, wurde rausgeschnitten. Wir vergleichen mal die Fassung von 2014 vom RCA Sony Legacy Release aus der 4LP-Box mit dem Soundschnipsel, der uns jetzt schon gegeben wurde vom wie es im Memphis Set Boxset klingen wird. Und auch da hören wir mal rein und stellen den Vergleich an. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean. Down in
alligators grow so mean. Soweit, so gut. Ihr habt jetzt mal ein bisschen einen Eindruck bekommen, was uns in dem Memphis Boxset erwartet, bezogen auf das Jubiläumsalbum Elvis Recorded Live on Stage in Memphis. Natürlich habe ich vorhin schon erwähnt, wir bekommen noch Sun-Titel, wir bekommen noch Titel aus den American Sound Studio Sessions und aus den Jungle Room Sessions, aber darum soll es mir jetzt heute mal nicht gehen, zumal wir auch nicht viel darüber sagen können. Wir haben mittlerweile Danny Boy noch ausgekoppelt bekommen. Ihr könnt das alles über die Streaming-Dienste bereits anhören, wem es interessiert. Und wie gesagt, am 9. August wird dann diese 5-CD-Box veröffentlicht werden und es wird auch eine abgespeckte 2-LP-Fassung geben. Ja, mein Fazit zu Elvis Recorded Live on Stage in Memphis. Wir hören ein super tolles Konzert. Elvis wollte tatsächlich hier sich fühlen, wie wenn er auf Tournee wäre, obwohl er ja zu Hause war in Memphis. Das heißt, er ging tatsächlich nicht von Graceland aus in die Konzerthalle, sondern er mietete sich in einem Hotel ein. Und zwar im Howard Johnsons Motel. Ja, ein Motel. Tatsächlich hat er sich gemietet sozusagen und hat dort auch Karate-Training gemacht vor der Show. Er wollte also wirklich den Eindruck haben, dass er ganz normal auf Tour wäre. Er war sehr nervös, denn es war ja immerhin sein erster Live-Auftritt in Memphis seit 13 Jahren. Das ist eine lange Zeit und er wusste nicht, wie die Fans ihn annehmen werden. Immerhin lag ja sein letztes Memphis-Konzert bereits 13 Jahre zurück. Er machte auch Karate-Training, während er dort im Motel war und fuhr dann vom Motel aus direkt ins Mid-South Coliseum nach Memphis und von dort aus dann wieder zurück nach Graceland, also natürlich nicht mehr ins Motel, dann die Tour ging ja dann auch weiter. So haben wir auch eine Besonderheit bei dieser Aufnahme, bei diesem Konzert, das ist nämlich das einzige Mal, dass am Schluss nicht gesagt wird, Elvis has left the building, sondern es wird gesagt, Elvis has left for Graceland. Ja, Fazit, muss man sich diese Box jetzt kaufen, muss man sie sich nicht kaufen? Gute Frage. Natürlich bezahlt ihr wiederum für Songs, die ihr alle schon längst habt, speziell die Sun-Aufnahmen habt ihr natürlich alle längst. Aber wir bekommen diese Memphis-Aufnahmen in einer Version ohne Overdubs. Und das ist natürlich bei Elvis immer spannend, wenn wir die Songs so hören, wie sie Elvis auch im Studio gehört hat, also ohne die Overdubs. Und das trifft zu auf die American Sound Studio Aufnahmen von 1969, wie auch natürlich auf das Memphis-Konzert. Da ist ja der Overdub sozusagen das lautere Publikum. Und natürlich auch ohne Overdubs die Songs, die im Jungle Room in Graceland in Memphis, Tennessee 1976 im Februar bzw. im Oktober aufgenommen wurden. Wir können also gespannt sein und ich kann euch nur raten, geht nach eurem Bauchgefühl, ob ihr euch die Box kaufen wollt oder nicht. 5 CD-Box, 2 LP-Box, 9. August ist der Veröffentlichungstermin. Ich danke für euer Interesse. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir wieder einen Like geben würdet, ein Abo und wenn ihr die Glocke abonniert, dann verpasst ihr auch nichts mehr. In diesem Sinne, Dankeschön für euer Interesse. Bis zur nächsten Woche. Ciao und Servus, euer Gerd. Long live the King. Ladies and gentlemen, Elvis has left for Graceland. Thank you and good night.